NME. Neue Modelle eingetroffen. Endlich! Krise dort, Engpass hier, Blockade da. In einer Branche, in der manche Neuheitenblätter eher Absichtserklärungen sind, sind die Probleme der vergangenen Jahre auch an den Herstellern leider nicht spurlos vorübergegangen, die bislang sehr konsequent ihre Erscheinungstermine halten konnten. Und so war es auch um NME lange ungewöhnlich still, besonders unschön natürlich für den Epoche 6 Bahner, bringt doch das Team um Rolf Fleischmann mit schöner Kontinuität Modelle der aktuellen Epoche auf den Markt, die die anderen Hersteller links liegen lassen. Nachdem aber zur Jahresmitte neue Bedruckungsvarianten des TAG NPPS in der sehr auffälligen Interfrachtfarbgebung in den Handel kamen, war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch endlich wieder Formneuheiten erscheinen werden. NME war aber nicht untätig und hat die Pause genutzt, um die Produktverpackung komplett zu überarbeiten, und die ist schon ziemlich geil geworden in diesem Schwarz und hier mit Spotlack NME Innovation aus Tradition. Das hat man auch dann hier nochmal und auch hier nochmal. Und dann hat man hinten drauf leider in weiß, das stört das Gesamtbild schon ein bisschen, den Aufkleber mit dem eigentlichen Packungsinhalt. Aber es geht ja hier ums Modell und nicht um die Verpackung, und das ist wie immer bei NME wirklich top geworden. Beides sind Ankündigungen aus 2020, die dann Ende 2023 erschienen sind. Zum einen Getreidewagen, einen UAG PPS, den habe ich hier in 2 Lackierungsvarianten dabei. Und zum anderen einen offenen Güterwagen, würde ich sagen. Kastenwagen steht auf der Verpackung von OnRail. Den habe ich auch in 2 Bedruckungsvarianten da, und die schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Wir legen hier los mit dem Unboxing des Kastenwagens, des offenen Güterwagens von NME. Das ist die altbekannte Stülpdeckelverpackung, auch wenn sich die Außengestaltung ja wie gesagt komplett geändert hat. Man sieht hier nochmal schön das NME hier mit dem Spotlack. Und dann haben wir hier oben drauf auch nichts mehr liegen. Ich nehme es mal ein bisschen aus der Spiegelung raus. Es kommt direkt das Modell, kein Kunststoff mehr oben drüber bei dieser Verpackung. Und das Modell liegt hier in so einem Plastikschuber. Da kann man es dann rausziehen. Hier ist das Päckchen mit den beiden Bügelkupplungen. Mehr ist nicht dabei, weil wie immer bei NME ist das Modell komplett zugerüstet. Dann nimmt man das Plastik ab und dann haben wir den Wagen hier vor uns. Das ist der komplett grüne. Es gibt auch noch eine Variante mit einem großen OnRail-Schriftzug drauf. Den packe ich gleich mal aus. Vorher schauen wir uns den hier natürlich ein bisschen genauer an. Der ist sauber bedruckt, hat einzeln angesetzte Griffstangen hier an den Stirnseiten. Das Rad hier, das Bremsrad, ist einzeln eingesetzt. Auch auf dieser Stirnseite sind separat angesetzte Griffstangen, unten Rangiertritt ebenfalls schon werkseitig montiert. Auch die Rangiergriffe unter den Puffern sind werkseitig angebaut. Den einzigen Kritikpunkt, den ich haben würde tatsächlich, ist, dass das Bremsrad in einer anderen Farbe ist wie die Griffe an den Stirnseiten, weil das Rad nicht lackiert ist und die Griffe hingegen schon. Insgesamt ein sehr schönes Modell eines offenen Güterwagens, und wie gesagt, es gibt da noch eine zweite Bedruckungsvariante, den gibt es aber nur ein einziges Mal. Wie immer bei NME gibt es diverse Wagennummern, aber alle weiteren Wagennummern sind dann identisch, also bis auf die Wagennummer halt, mit ihm hier, ohne OnRail-Schriftzug.
Und das ist dann, hier kommt noch die Kupplung mitgefeuert, das ist dann der mit dem On-Rail-Schriftzug drauf. Da haben wir sie mal beide von der Seite, also die sind sonst komplett identisch, bis eben auf den aufgedruckten Schriftzug. Und eine 2020er Formneuheit gewesen, die jetzt hier in 2023 von NME ausgeliefert wurde. Und auch in 2020 angekündigt waren die UAG PPS Getreidewagen von NME, die jetzt auch Ende 2023 in den Handel gekommen sind. Das ist die eher bekannte Verpackung, da liegt dann obendrauf noch ein Informationsblatt und ein Hinweis, wie man den Wagen aus der Packung nehmen soll. Aber am Ende unterscheidet sich die Verpackung nicht wirklich von den anderen Wagen. Die Kupplungen sind allerdings hier an der Seite eingesteckt. Auch hier nur die Kupplungen im Zurüstbeutel. 2 Bügelkupplungen. Alles andere ist an den Wagen schon dran. Und das ist jetzt hier die Variante in Schwarz mit einem goldenen Gravako-Schriftzug. Das spiegelt hier leider ganz schön. Die Wagen sind eher glänzend lackiert. Und auch der Schriftzug, der sehr sauber aufgedruckt ist, in diesem Gold, der glänzt ein bisschen. Auch hier sind alle Zurüstteile bereits angesetzt. Oben auf dem Dach finden wir feinst geätzte Laufbleche. Die Rangiergriffe unter den Puffern sind hier sogar noch gelb, sind also ein bisschen auffälliger als hier in Grau an den, ich sage jetzt mal, EAOs, auch wenn es technisch nicht richtig ist, weil die Wagen eigentlich eher MNOS sind. Aber Kastenwagen will ich auch nicht sagen, weil Kastenwagen ist für mich ein PKW. Das also hier die Gravako-Variante dieser UAG PPS. Auch von diesen gibt es genau einen in einer anderen Farbgebung und auch den habe ich hier. Und das ist hier Total Care in Weiß. Und der unterscheidet sich nicht nur in der Farbgebung von seinem schwarzen Pendant, sondern auch in der Gestaltung des Daches. Das ist nämlich tatsächlich schon eine Formvariante zur Formneuheit mit geänderten Dachluken auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob man es im Video gut sieht. Ich werde auf jeden Fall noch Bilder machen und auf den Bildern sieht man es dann auf jeden Fall. Soviel also zu den Formneuheiten von NME, die jetzt ausgeliefert sind, und mehr ist unterwegs, unter anderem die Vascosa-Wagen, ebenfalls offene Güterwagen, die entweder blau oder orange auf der Seite sind und die Stirnwände dann jeweils die andere Farbe tragen, also wie so ein Papagei ein bisschen.